a baptistry, they would have a baptism, Man hat eine Taufe. but they didn't waste the water, they poured it down the channel, and under here is another water system. They would collect it, recycle it and use it again. Hat es hier durchströmen lassen und so war da wieder etwas, was aufgefangen hat und dann fing es wieder an zu laufen. Now think about the first Christians, they were all Jews. Denk an die ersten Christen, alle ersten Christen waren Juden. When they came to faith in Jesus, they wouldn't forget their Jewishness overnight any more than they should do. Als sie Jesus Christus kennengelernt haben, sie nie vergessen, dass sie Juden waren. So when they came here to a holy place, Als sie hier zu dem heiligen Platz gekommen sind. can you guess what may have happened here? There's a big clue where this beautiful couple is sat. Wo dieses Ehepaar ist. What would they have used that for? Was würde das gewesen sein? Zum Füße waschen. For to clean for the food. Yes, yes. They will wash their feet The and feet their in the hands. hand, yeah. Oh, gut. Like a mikvah in a synagogue. Und Füße. Wie eine Mikwa in der Like a Synagoge. mikvah in a synagogue. Exactly the same. Okay. So, you build up a picture now, not just of rocks and stones, but real people Das ist ein out here. Bild von richtigen Menschen, nicht nur Steine. Real people in the first century who believe in the same Jesus that you and I do. Und diese Menschen glauben an den gleichen Jesus, an den du und ich glauben. Don't you find that exciting? Yes. 2000 Jahre sind Same Jesus. 2000 Jahre her, der gleiche Jesus. Yeah. And maybe, like us, looking at the tomb and thinking, well, is it or isn't it the tomb of Schau Joseph? auf das Grab. Könnte das nicht das Grab von sein, das Josef von Arimathea gehört? When we look at the tomb, all we can do is compare what we see with what the Bible tells us. Wir sehen einfach, was nur die Bibel uns sagt. If it was the tomb of Joseph, he was a Jew, it needs to be a Jewish tomb. Wenn das Grab war von Josef, dann muss es ein jüdisches Grab gewesen sein. We know it's a Jewish tomb because it faces where? Anyone? More precise than east? Yes, somebody said temple. This young man here faces the temple, so we know it's a Jewish Ein tomb. jüdisches Grab gewesen sein, denn es hat den Tempel, schaut auf den Tempel. Okay? Second thing, remember Mark's Gospel, it's the shortest Gospel but the most detailed. Zweitens, das Evangelium von Markus ist das kürzeste, aber die meisten Kleinigkeiten. It says the disciples looked in the tomb, saw the angels sat on the right hand side. Die Jünger, die schauten in das Grab und der Engel saß an der rechten Seite. When you go into here, you look to the right. Und hier eigentlich schaust du zur Rechten. So it's the right way around inside. Und es ist richtig wie Scripture also talks about a tomb that is hewn out of the rock. die Bibel sagt uns genau, dass sein Grab aus einem Felsen gegraben wurde. Inside and outside, all of it handmade, carved out of the bedrock. Innerhalb und außerhalb, alles aus dem Felsen. So you go into here, you enter this large chamber, it's called the weeping chamber. Da ging er zu diesem großen Kammer, das heißt, wo man weint, die Kammer, wo man weint. Yeah, okay. If you were very rich in the first century, you paid people to come and weep at your funeral. In dieser Zeit von Jesus, dann hast du Leute bestellt, die für dich weinen und du kannst ihnen Geld bezahlen. And the more people who came, then the more status your family would have. Desto mehr Leute man irgendwie hatte, The more important your family would have. deswegen musst du mehr wichtig werden. So it was a rich person thing again. Reiche Person. So go into here and look to the right, Schau hier und schau erstmal zu der rechten Bereich. and look in the back right-hand corner. Und da an der rechten Seite, da oben, Stone pillow for a head and cut out for feet at the far end. da ist ein steinerner Kissen und für die Foot pillow and a cut out for feet. ja, für die Füße ausgehauen und für den Kopf gut aufzunehmen. The rest of it is still roughly cut. That's how it would remain until the next person was in town. Und das war noch ein bisschen nicht, damit das für die nächste Person fertig war. The most important thing is written on the door. Can anyone guess what it says on the door? Wisst ihr, was es auf der Tür gesagt hat? Anyone? He is not here. He is risen, yes. He is not here, he is risen. Hier, ist auferstanden. And that reminds us that the most important thing is he's risen, not the place, but the fact that he's risen. Wichtig ist, ist auferstanden. Ja. Nicht der Platz, sondern dass auferstanden ist. None of us can say for sure that this is the place or it's not the place. Keiner von uns kann beweisen, dass es wirklich
Even if it's not, it doesn't change one bit what Jesus has done for you and for me. Because it's written. Okay, take some pictures. Well, look at the top part. It's a bit like a menorah. Now, remember again, the first Christians were Jews. There could well be a connection there. It's definitely a first century symbol for the early church. Het ziet aus praktisch wie eine Menorah. Und es wird definitiv das Zeichen der ersten Christenheit. Okay, I'll be around if you need me. You can find your way back to the decking where the service is. De dek is... He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Oh, das ist auch was. Jetzt sind deine Haare das. Ja. Zusammen aufnehmen. Siehst du das, ja? Aber woanders. Das machen wir gar nicht, ne? Wow. Can I push look in? That's me. Danke, da schaut es größer. Danke. War nur Wackelpudding. Nein, es war nur Wackelpudding.